Jungle Vibe von Raihan, wenn richtig ausgesprochen, ist ein sehr cooler Frühlingsduft, den ihr jetzt unbedingt ausprobieren müsst. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich, sag ich mal, so wegburnt. Genauso wie der coole Flakon, da kommen wir gleich zu. Wir gehen erstmal rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Doc aus Hamburg. Yes! Hier schauen wir erstmal den Flakon hier an. Ein sehr schönes Teil hinten. So, mit paar, vielleicht könnt ihr es besser sehen jetzt. Ja, kann man machen, und ein Magnetverschluss, nicht schlecht. Dieser Duft kostet 39 Euro im Schnitt, kann natürlich auch mal günstiger und teurer nicht, aber 39 Euro. Guckt mal unten in die Videobeschreibung, da ist der Link verlinkt, der Shop verlinkt, wo ihr diesen Duft auf jeden Fall erwerben könnt. Sehr nice, und da solltet ihr auf jeden Fall mal allgemein vorbeischauen. So, Jungle Vibe. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach Dschungel und nach Feuchtigkeit, nach Grün, nach vielleicht auch frisch, nach warm an. Ja, also ich könnte das so fast stehen lassen, außer warm nicht unbedingt. Ja, er ist für die warmen Tage geeignet, das ist richtig, aber dieser Duft kommt über eine sehr schön frische, kühle oder grüne Kühle rüber, die schon fast in ein Barbershop-mäßigen Abgang geht. Also so minimaler Hintergrund, seifig, grün, frisch. Er hat eine Feige mit drin. Ich bin sonst normalerweise kein Feigen-Fan. Ich habe ein, zwei Düfte, wo ich sage, ne, stabil, trage ich gern. Aber der Rest ist schwierig. Hier haben wir eine sehr frische Feige, sehr grün, aber seifig. Ich habe so ein bisschen dieses seifige im Hintergrund, aber grundsätzlich sehr extrem grüne Noten, was mir sehr gefällt. Und ihr könnt auf einer bestimmten Seite, also auf Profumo, auch gucken, wer hier gelistet ist, in welche Richtung dieser Duft gehen soll. Ich muss betonen, ich sage jetzt auch nicht den Namen, weil es unwichtig ist. Ich sage deswegen auch nur, ihr könnt gucken, in welche Richtung. Es geht wirklich nur in die Richtung, wegen dieser kleinen Feige und vielleicht diese leichte Süße. Sonst hat der nicht wirklich Ähnlichkeit mit diesem Duft, der dort angegeben ist. So, ich habe nämlich keinen Bock mehr hier grundsätzlich immer die Alternativen oder die Original oder wer ist Alternative, wer ist Original, bla bla bla. Da will ich eigentlich nicht groß drüber reden, und das ist auch völlig unwichtig, weil der hat komplett, so sag ich mal, 90% seinen eigenen Touch, seinen eigenen Style, und das ist das Coole. Während das andere, der andere, mit dem er verglichen wird, zum Beispiel sehr süß ist, sehr, da typisch wie dieser Duft eben ist, haben wir hier eine sehr kühle, frische, grün, feige, und das macht diesen Duft sehr interessant, vor allen Dingen, wenn wir jetzt so 17, 18 Grad haben. Da ist das wirklich sehr, sehr nice. Die Bergamotte gesellt sich natürlich von Anfang an hinzu. Das macht so ein bisschen das spritzig, vielleicht auch fruchtig, leicht süßlich, aber im Endeffekt kühl, spritzig, grün. Ja, das ist eigentlich so gegeben. Plus der Feige. Im Endeffekt bleibt das fast so. Es ändert sich nicht viel, was ich übrigens in dem Fall gut finde. Es ist cool, wenn sich Düfte ändern, ne? Aber auch nicht jeder Duft sollte sich oder muss sich ändern. Ich habe manchmal auch Düfte, wo ich denke, ja, schade, dass er nicht so geblieben ist, sag ich mal, weil das gibt's eben auch. Und ja, auf jeden Fall haben wir hier noch was Holziges, ne? Wir haben hier noch holzige Anklänge, die auch noch hinzukommen, und das war's dann. Also nochmal zur Einführung. Also Bergamotte, wir haben was Grünes, wir haben also im Endeffekt durch die Bergamotte was zitrisch, leicht fruchtig, süßes, aber wirklich mini fruchtig süß, sonst spritzig, zitrisch, was Grünes, Feige, die aber nicht so typisch nervig ist, sondern im Hintergrund einfach passt. So, und was Holziges und grüne Note. Das ist im Endeffekt der Jungle Man von Raihan. Ja, also ich muss schon sagen, ein schönes Teil mit Magnetverschluss, mit einem guten Flakon. Wenn man sich überlegt, dass das 39 Euro kostet. Zur Haltbarkeit kommen wir ja gleich. Also da kann man nicht meckern mit einem wirklich guten 100 ml
Flakon. Ja, so schaut es aus. So, dann kommen wir mal zur Haltbarkeit und CH. Ihr wisst ja meine Meinung zur Haltbarkeit. Das ist eigentlich immer nur Gesülze. Es hilft mir nicht zu sagen, bei mir hält er 7 Stunden, wenn er bei euch vielleicht 9 oder vielleicht nur 2 Stunden hält. 2 ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen, also der hat ungefähr, sind wir da bei 7 Stunden. Ich sage jetzt wirklich zwischen 6 und 9 Stunden, damit ihr das ungefähr einschätzen könnt, wo dieser Duft sitzt oder hält, whatever. Aber das ist in Ordnung. Das ist ein Frühlings-Sommerduft, der wirklich kein auf die Eier geht, der wirklich sehr, sehr gut ankommt, ne? Und einen selber eine sehr schöne Aura gibt oder ein frische Gefühl, als hättet ihr gerade frische Wäsche an. Das passt im Endeffekt auch. Das könnte man auch so betiteln. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. So. Und die CH ist auf jeden Fall wahrnehmbar. Also ihr werdet darauf angesprochen. Logischerweise wird er dann irgendwann hautnah, ist auch klar, aber das dauert dann eine Weile. Also ich glaube, was war das? Also im Endeffekt ist das ja, wie euerjenige riecht. Ich kenne eben welche, die riechen nicht so gut, ich rieche sehr gut. Im Endeffekt ist das Ansichtssache auch hier. Aber sagen wir mal auch so, nach 4, 5 Stunden könnt ihr auf jeden Fall noch ein Kompliment erwarten, wenn manche Leute gut riechen können. Manche vielleicht nicht, die riechen das nicht. Und es ist immer, mir ist es wichtig, über den Duft zu reden und wie dieser Duft ist und ob der schön ist und nicht. Die Hypercare, ja, gehört auch damit hinzu. Jetzt könnte man wieder philosophieren, ja, wenn ein Duft aber 300 Euro kostet, kostet der ja nicht, ne? Aber wenn ein Duft 300 Euro kostet, dann muss die Haltbarkeit schon stimmen. Das sagt man heutzutage. Früher hat das auch keinen interessiert, ne? Und, gut, früher gab es auch keinen Duft, der 300, aber in der Zeit, ist ja alles angeglichen. Früher war 100 Mark, 100 D-Mark war auch viel Geld dementsprechend, aber da hat keiner, das war nicht alles stark früher. So, und dementsprechend, ja, natürlich zählt eine Haltbarkeit und CH, aber im Endeffekt an erster Stelle zählt der Duft und das wurde über die letzten Jahre extrem vergessen. Es ging nur über die Haltbarkeit und so. Es gibt Menschen, die nur Düfte wegen der Haltbarkeit kaufen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Dann kannst du, ich sag ja immer, dann schmier dir irgendwas anderes ran. Das ist auf jeden Fall stabiler Duft, stabile Haltbarkeit und stabiles Jahr. Im Endeffekt kann man damit nichts falsch machen. Für einen Frühlings-Sommerduft ist der auf jeden Fall perfekt. Ja, solltet ihr mal austesten, ausprobieren. Und wie gesagt, der Store, wo ihr diesen Duft oder meinetwegen auch den hier bekommen könnt, ist unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken und den dort vielleicht mal holen. Also ihr sollt euch den Mut nicht antrinken, aber fasst euch mal für 39 Euro gerade jetzt, wie gesagt, und nehmt nicht auf Parfumo das Beispiel, weil das sind höchstens 5% oder 8% Ähnlichkeiten. Der Rest kommt, finde ich, das hat damit nicht so wirklich zu tun. Weil hier ist zum Beispiel auch keine Kokosnuss drin und sowas, ne? Also, das ist hier nicht. Und deswegen, ja, vergesst das gleich mal. Schönes Teil. Ja, Jungle Vibe von Rahan. Rahan, wenn richtig ausgesprochen. Also, Grüße gerne raus an euch und an meine Mitglieder und dann bin ich raus. Und bis zum nächsten Mal, Freunde.